Hier ist er wieder, Magneto am Start. Ich sag bloß Unboxing. Oh ja, hier ist er, der Nocta Triple Score. Oh ja. Den habe ich bekommen von Crazy Detectors. Falls ihr euch einen Metalldetektor kaufen wollt, dann bei Crazy Detectors. Hier verlinke ich mal. Klack, klack, klack. Das ist der beste Shop, bei dem ihr bestellen könnt. Und mit meinem Rabattcode kriegt ihr noch 10% Rabatt. Oh ja. Und das ist er. Der Nocta Triple Score. Ich habe nämlich vor, mal bald wieder im Salzwasser zu tauchen. Und da braucht man eine Multifrequenzmaschine. Und das ist sie. Und wir schauen uns heute mal an, was ist denn in dem Paket? Was ist in dem Karton? Was ist in dem Karton? Wir packen das Ding jetzt gemeinsam aus. Unboxing und dann nochmal Test. Wir hatten nämlich zum Beispiel auch einen Kronkorkenfilter. Den will ich unbedingt ausprobieren. Zeige ich euch, wie das geht. Nicht lang schnacken. Detektor auspacken. Was ist das Besondere an dem? Es gibt den Score, den Double Score und den Triple Score. Das ist der Triple Score. Das ist der beste von der Reihe. Mit dem war ich schon mal tauchen, aber mit dem konnte ich maximal auf 60% laufen. Ich hoffe mal, dass es bei dem besser ist. Der hat Recovery Speed. Alle Sachen, die ich jetzt vergesse zu erzählen, seht ihr unten in der Videobeschreibung nochmal ausführlich erklärt. Beziehungsweise ihr schaut einfach mal bei Stefan von Crazy Detectors, bei Sondersüchtig vorbei. Dort geht es nochmal ins Detail. Aber wir packen das Ding jetzt erstmal aus. So. Zack, zack. Hier ist eine Menge drin, schaut es euch an. Oh ja, wir haben eine Nocta-Mütze. Hey! Ich nehme dann doch lieber meine Magneto-Mütze. Die kann ich ja mal verlosen. Ne? Schreibt es mal in die Kommentare, was würdet ihr machen für die Mütze. Ja? Wir haben eine Bedienungsanleitung auf Englisch in dem Fall. Gibt es aber auch online in Deutsch. Wir haben eine Fundtasche. Ich hoffe mal, die ist besser als die von Garrett. Die von Garrett war nicht gut. Die beste, die ich bis jetzt kenne, ist von Crazy Detectors. Alles in der Videobeschreibung verlinkt. Mal schauen. Bin etwas zu dick. Klack. 2 Fächer. 1 für den Müll. 1 für die Schätze. Kann man randvoll machen mit Kronkorken. Ihr wisst Bescheid, ne? Hier sind Kopfhörer. Funkkopfhörer. Coole Sache. Zack. Läuft super. Leider nicht wasserdicht, aber für den Metalldetektor gibt es auch wasserdichte, also Unterwasserkopfhörer. Dazu noch. Wir haben den niegelnagelneuen Pinpointer dazu. Ein Nocta Pinpointer. Den Nocta Pointer. Fetzt. Pinpointer. Wir haben eine kleine Spule und eine große Spule. Carbongestänge. Vielleicht sieht man es sogar ein bisschen. Ladekabel. Geladen wird dann mit einem USB. Das Ladestück in die Buchse reinstecken, Schrauben hier, das Teil reinstecken, in USB rein, fertig. Danach wieder schön verschließen. Die Spule nämlich kommt hier rein. Wir haben noch ein Grabungsmesser. Nocta Grabungsmesser. Hey, mein letztes Grabungsmesser, was ich hatte, ist nämlich langsam kaputt. Sieht gut aus, liegt gut in der Hand. Nice, mit tiefem Messer. Schön. Wir haben ein paar Schutzkappen für den Pinpointer. Keine Karotten. Nein. Und hier die große Spule im Vergleich zur kleinen. Ganz schöner Unterschied, ne? Cool. Fetzt. Batterie für den Pointer. Schaut man hier hinten auf. Minus, plus. Rein das Ding rein. Zumachen. Funktioniert. Mit Licht. Kann man hier noch wahrscheinlich einstellen. Sensitiv. Nicht klasse. Und aus. Lange gedrückt. Fertig. Dann würde ich sagen, bauen wir das Ding jetzt zusammen nach Anleitung. Was ein richtiger Kerl ist, der nimmt auch mal eine Anleitung in die Hand. Man kann, glaube ich, hier nicht so viel falsch machen. Ich wüsste nicht was. Das bedient halt. Diesmal machen wir das richtig rum. Beim letzten Zusammenbau ging es irgendwie in die Hose. Hier unten aufmachen. Klack. Reinschieben. Klack. Fest. Hier. Höhe verstellen. Super easy. Kann man nichts falsch machen. Jetzt basteln wir die kleine Spule erstmal hier ran. Ich möchte jetzt mal, wenn wir hier noch einen kleinen Test machen, dann am Wasser die Schrauben hier drin. Ihr erinnert euch sicherlich, wie ich den Quest Q35 getestet habe. Das war der letzte Metalldetektor. Bei bestem Sonnenwetter am Strand. Ich glaube, es hat gehagelt, es war windig. Es hat viel Spaß gemacht. Hey, warum sind hier 2 davon? Wahrscheinlich Einmalersatz. Man macht die Mutter ab und hat jetzt hier ein Zwischenstück, noch ein Zwischenstück. Die Zwischenstücke kommen hier und hier reingesteckt. Hier rein drückt man das mit ein bisschen Gefühl und Kraft durchgesteckt. Flügelmutter rein, festgemacht.
Gut, dann wickelt man das Kabel rum. Immer dran denken beim Kabel rumwickeln, möglichst nah an dem Gestänge. Es soll nicht so aussehen. Die Spule geht ja nicht nur nach unten, sondern die geht auch nach oben. Und wenn jetzt hier das Kabel irgendwie hier oben lang hängt, dann kommt schon ein Signal vom Kabel. Piep, piep, piep. Deshalb schön eng rumwickeln. Zack. So, perfekt. Jetzt hier zeige ich euch mal. Hier ist so eine kleine Nase drin im Stecker. Und hier ist das Gegenstück im Stecker. Also erklärt sich von selbst, dass man es nicht so reinmacht, sondern die Nase muss hier in das Gegenstück rein. Rein, vorsichtig, mit Gefühl, bis man merkt, dass man drin ist, und festschrauben. Und das war es eigentlich schon. 1, 2, 3, man hat 3 Schrauben, in der man hier dieses Stück nochmal für seinen Unterarm anpassen kann. Hier hat man noch ein Band. Dieses Band hier, das kann man hier noch reinmachen, damit man den Detektor nicht unbedingt hier so halten muss, und das spart einfach mal Kraft. Das Ding ist zwar echt mega leicht, ultra leicht, wirklich im Vergleich. Okay, ich habe eine kleine Spule dran. Ja, und jetzt machen wir einfach mal an. Drückt man hier lange auf diesen Knopf und da geht's los. Da ist er. Oh ja. Achso, und was ich vergesse natürlich, wer mich noch ein bisschen supporten will, der kann das gerne tun. Werdet gerne Kanalmitglied oder Patreon. Da gibt es nochmal extra Content nur für euch, was es nirgendwo anders gibt. Oh ja, und ihr unterstützt mich natürlich dabei. Es ist ganz simpel. Ich bin gerade im Beach Mode. Hier ist der Relic Mode. Hier ist der Park-Modus, der Feldmodus. In den verschiedenen Modis kann ich hier auf den Knopf drücken, um die verschiedenen Multifrequenzbereiche einzustellen. Einzelfrequenzen 4 kHz, 15 kHz, 20 kHz und dann halt wie gesagt Multifrequenz 1, 2, 3. Ich gehe jetzt mal in den Beach-Modus rein. Da gibt es nur eine Multifrequenzstufe, das war's, fertig. Das ist jetzt wie gesagt, im Salzwasser braucht man Multifrequenz. Mit einer Einzelfrequenz bringt das nichts. Da sind so viele Störsignale durch die Salz im Wasser. Da macht jeder Detektor nur, der normale Detektor, da kommt gar nichts bei raus. Ne? Deshalb Multifrequenz. Hier ist die Sensibilität. Die stelle ich hier hoch, geht von 0 bis 15. Ich mache mal für euch die Lautstärke höher, indem ich hier auf Einstellung gehe. Klicke mich durchs Menü zur Lautstärke. 4, wir wollen ja hier niemanden stören. Und dann kann man hier noch die Helligkeit einstellen, Bluetooth-Kopfhörer koppeln. Das weiß ich jetzt gerade nicht. Das ist die verschiedenen Profile, die man einspeichern kann, mehrere. Notchen kann man, glaube ich, verschiedene Grade, und hier oben geht es weiter. Soundmodis, ob es jetzt so klingt. Also verschiedenst, ne? Ihr hört. Oder. Das ist der Chromkorkenfilter. Komm, den probieren wir gleich mal aus. Ich habe wie durch einen dummen Zufall einen Chromkorken. Manche von euch kennen den vielleicht. 4X, oh ja, australisches Bier, fast das Beste. Es gibt noch ein besseres, aber jetzt habe ich Werbung gemacht. Also, Kronkorken. Ich lege den mal hier hin. Ich mache den Kronkorkenfilter auf 0 und gehe jetzt hier mal rüber. Piep, piep. Jetzt mache ich den mal volle Kanne auf 8. Mega, oder? Das ist das, was ich gebraucht habe. Ey, ihr kennt mich. Wie viel Kronkorken das letzte Mal also am Strand Sonne, ich glaube 30, 40, 50. Das ist eine Lampe hier. Da. An, aus, an, aus. Im Dunkeln gar nicht mal so schlecht. Ist wirklich ziemlich hell. Die Skala geht hier nicht von 1 bis 100 wie bei den meisten oder bei einigen Detektoren, sondern von 1 bis 60. Also 1 bis 10 ist meistens Eisen. Zwischen 10 und 20 könnte Gold reinkommen. Ich glaube zwischen 20 und 40 Metalle wie Alu oder so. Und danach kommt nochmal von 40 bis 60 sowas wie Kupfer oder andere Edelmetalle. Diamanten? Nein. Die Handschuhe sind leider nicht dabei gewesen, aber die gibt es beim Crazy Detector Shop. Mit meinem Code 10% Rabatt. Und hier dazu gibt es noch immer eine praktische Nokta-Tasche für den Metalldetektor. Entweder, falls ihr was gefunden habt, Stahlhelme oder Bomben oder Minen oder Ritterrüstung. Ja, oder ihr packt den Detektor dann rein und könnt sozusagen aufs Feld gehen oder wo auch immer hin. Einkaufen. Vielleicht werdet ihr angesprochen an der Kasse. Was ist denn das für eine coole Tasche? Gut. Wir machen jetzt den Praxistest. Falls ihr euch daran erinnert, das Video verlinke ich gerne hier oben.
Erste Test mit dem Quest Q35 am Strand. Mein erstes Signal war 1 Euro. Es war kein Kronkorken, es war nicht 1 Cent, 2 Cent, verrostetes irgendwas, es war 1 Euro. Mann, da habe ich mich gefreut. Übrigens, da drüben ist eine kaputte Brücke. Kennt ihr jemand von euch? Oh ja. Ich war es nicht. Unschuldig, absolut. Aber wenn man sich mal vorstellt, dass wir da unten schon ziemlich oft Magnetangeln waren und uns bei schlechtem Wetter da runtergestellt haben, Glück gehabt, ne? Wenn ich lange hier drauf drücke, ist es die Pinpointer-Funktion. Na? Spaten in die Hand. Wir gehen einfach mal hier lang und gucken mal, was das erste Signal ist. Hier wäre jetzt ein 45er Signal. Relativ mittig tief, keine Ahnung wie tief das jetzt sein soll. Jetzt kann ich hier drauf drücken, Pinpoint-Funktion. Na, da sieht man ganz genau, wo es ist. Okay, erstes Signal, komm. Was denkst du, was ist? Zünder. Zünder ist gut. Ah, ich habe schon was gefunden. Da ist es. Das ist ein 50er Signal. Mein erster Punkt mit dem Nocta Triple Score. Schau mal an, da ist es. Was ist denn das? Also, das ist auf jeden Fall kein Eisen, ne? Das sieht aus wie Kupfer. Das ist ein Kupfer. Von einer Reling Abdeckscheibe. Kupfer, oder? Keine Ahnung. Was denkt ihr? Reling Abdeckscheibe? Ich habe keine Ahnung. Aber auch kein Schmuck. Komm, wir machen mal 5 Funde. Ich ziehe mal die Handschuhe an, weil ich es kann. Jetzt sehe ich ja eigentlich schon fast professionell aus hier, ne? Bis auf die Schuhe. Aber ich habe gute Socken an. Gut, okay, weiter geht's. Nächstes Signal. Hier, was haben wir hier? Ein 42er, 41er. Okay. Spannung. Lass uns das Ding ausgraben. Gucken wir mal. Pinpointer rausholen. Eine Münze. Geil. Eine Münze, Kinder. In welchem Bundesland befinden wir uns hier? Sachsen. Wozu gehörte Sachsen damals? Zur DDR. Richtig. Und da haben wir unseren ersten Glückspfennig. Ein Glückspfennig. Da Hammer, Zirkel und Ehrenkranz war die Fahne der DDR. Sie stand für Arbeit und Intelligenz und das Bauernheer. Aus dem Jahre 1966. Also, wir haben nächstes Jahr 60-Jähriges. Ja. Krass, 59 Jahre, fast 60 Jahre alt, ne? Kann man sich gar nicht so richtig vorstellen, ist aber so. Aus wie frisch geprägt. Ja, und die sehen wirklich aus wie frisch, ne? Das ist doch unglaublich. Was ist denn hier los? Yeah. Cool, ich pack die mal weg. Ich denke, wir finden heute noch Schmuck. Ein schöner Ohrring, Ring, Goldring. Es gibt nämlich viele, die schmeißen ihre Ringe hier ins Wasser. Wenn die sich haben getrennt, habe ich gehört, gehen die auf die Brücke und schmeißen ihre Ringe vor lauter Frust ins Wasser. Brücke? Ja, da vielleicht jetzt nicht mehr. Die Spule immer schön waagerecht über dem Boden, nicht an der Seite dann hochkommen. So, dann versaut man sich ja alles immer schön gleichmäßig knapp über dem Boden. 40er. 41er. Relativ oberflächlich, hat es angezeigt. Es ist kein Kronkorken. Es ist einfach nur ein Deckel. Ey, hätte mich auch gewundert, wenn wir jetzt hier plötzlich anfangen, die Münzen rauszuholen auf dem Strand, ne? Was war Gold nochmal? 10 bis 20, oder?
43. Ein Stück von einem Löffel oder ein Stück von einer Gabel. Ist wahrscheinlich Alu. Oder ey, könnte das auch Silber sein? Was sagst denn du? Alu. Ja, Alu war. Aber dann müsste ich es leicht biegen können. Und das ist nicht zum Biegen. Okay. Es ist nicht zum Biegen. Alu würde ich jetzt gebogen haben. So eine leichte Verzierung. Na, so ein bisschen sieht man es. Obwohl, es ist leicht. Pass mal an, es ist doch leicht. Drauf gespuckt. Ja, zu leicht. Zu leicht für Silber, ne? Ja. Schade. Wo ist der Rest von dem Löffel? Ach, ich habe das Gold vergessen. Ich wollte das Gold mitbringen und hinlegen und mal gucken, wie das kommt. Oberfläche ist 42er, das nehmen wir noch mit. Ist draußen. Oh. Cool. Das sieht aus wie ein Knopf. Da? Weißt du, was es ist? Das gehört noch mit dazu. Hier ist ein bisschen Leder dran. Ja, ich habe den Namen jetzt vergessen. Das gab es für Pferdegeschirr. Hier? Das ist ja cool. Hier ist noch ein bisschen Original-Leder. Es hat einen gewissen Namen. Ja, das haben damals die Leute sozusagen als Schnalle irgendwie dran gehabt. Keine Ahnung. Habe ich noch nie gehabt. Wo war das? Ja, an Pferdegeschirr, an verschiedenen Stellen zum Beispiel oder halt am Gürtel oder sonst irgendwo, an Rucksäcken und so weiter. Aus welchem Jahr das ist, müssen wir dann mal bei Google Lens mal abfotografieren und mal sehen, ob da irgendwas kommt. Aber das ist ein cooler Fund. Das ist ja schon historisch, also locker 100 Jahre alt. Also knapp irgendwas zwischen 800 und 100 Jahre ist das Alter. Ne, Leder gibt es schon lange. Welches Material? Ja, geil. Juhu. Schön. Da haben wir doch noch mit. Also, was haben wir jetzt gemacht? Wir haben den Wokta Twisted. Erstes Signal. Habe ich vergessen? Ach, ja, diese komische Abdeckung, was auch immer das war, ne? Eine Münze, 2-3 Mal Schrott. Und jetzt, wie gesagt, diese, was ich vergessen habe, wie das heißt, Gürtelschnallenteil. Ihr wisst, was ich meine. Vielleicht spreche ich es nochmal rein. Eine Schlitzrose aus dem 16. bis 19. Jahrhundert. Na, seht ihr? Ich bin mit dem Teil wirklich zufrieden. Er ist total leicht, eigentlich relativ intuitiv zu bedienen. Finde ich jedenfalls. Falls ihr euch sowas kaufen wollt, dann bei Crazy Detectors mit meinem Code gibt es noch 10% Rabatt. Danke fürs Abonnieren, danke fürs Liken, Kommentieren und ja, wir sehen uns beim nächsten Video. Euer Magneto, euer Gorge. Ich mache weiter. Ciao, ciao!